Hallo, wir sind hier am Stand von Metrom auf der Analytica 2024 in München und ich freue mich sehr, Dr. Tröster bei mir zu haben, Leiter vom Labor Energy Solutions bei MAN. Herr Dr. Tröster, was machen Sie in diesem Labor? In diesem Labor untersuchen wir aktuell Kraftstoffproben, dann Ölproben, Schmierölproben und Kühlwasserproben unserer Schiffe. Okay, und Sie haben gerade noch erzählt, Umstellung auf Methanol. Genau. Die Schiffe fahren derzeit ja sehr viel mit Schweröl oder mit Diesel. Aber es ist natürlich die Anforderung aus Klimaschutzgründen, dass auf alternative Kraftstoffe umgestellt wird. Da ist der erste Schritt jetzt, dass wir auch mit Biodiesel arbeiten und Biodiesel den Dieselkraftstoffen wie den Schwerölkraftstoffen zugemischt wird. Da entsteht gerade die neue Norm dafür, dass es auch erlaubt ist, weltweit. Okay. Um hier einfach was für den Klimaschutz zu tun. Unsere Schiffsmotoren können das. Das nächste ist die Umstellung ganz weg von den fossilen Kraftstoffen, nämlich Richtung Methanol. Okay, habe ich neulich gelesen. Da gibt es, glaube ich, zum ersten Mal genau. Jetzt so Schiffe, die das können. Ja, genau. Und es ist so, natürlich sind wir in einer Umstellungsphase und die Schiffe können nicht überall die Kraftstoffe tanken und deshalb müssen die immer beides können. Okay. Wir bauen auch Gasmotoren, die sowohl das Erdgas tanken können und zum Beispiel Schweröl tanken können. Okay. Das heißt, für den Transport von Flüssiggas, LNG, was gerade die Rede ist, großartig für die ganzen Terminals. Ja. Die fahren eben One-Way und transportieren das Erdgas, das flüssige Erdgas. Das flüssige Erdgas kann aber nur kalt gehalten werden, wenn es abdampft. Ja. Und mit dem abgedampften Erdgas wird dann gleichzeitig der Motor betrieben. Ah, ja. Das habe ich aber nur bei der Hinfahrt. Dann ladet der das Erdgas ab und bei der Rückfahrt will er natürlich im billigsten Treibstoff arbeiten und das ist eben das Schweröl. Und die Herausforderung ist, dass die Motoren sowohl mit Gas zurechtkommen als auch mit Schweröl. Okay. Und das funktioniert derzeit. Und so ist es auch, dass wir müssen immer garantieren, dass die Motoren mit Diesel, mit Methanol, mit verschiedenen Kraftstoffen gleichzeitig arbeiten können. Aggregat. Ein und dasselbe Aggregat. Und jetzt kommt es noch besser. Ein Motor lebt ja 40 Jahre und länger. Ja. Das sind ziemlich robuste Dinge. Und wenn Sie jetzt einen Motor gekauft haben, der 10 Jahre alt ist, dann sagen Sie, oh, der Motor ist ja eigentlich noch jung, aber ich kann nur Diesel fahren. Und die neuen Kraftstoffe nicht. Und deswegen haben wir ein Retrofit-Programm aufgelegt, sodass wir mit Austausch von ein paar Bauteilen, die eher Verschleißteile sind, am Ende dann eine Dual-Fuel-Funktion ermöglichen können. Verstehe. Und was heißt das Ganze jetzt für die Analytik? Also Sie haben wahrscheinlich die üblichen Standardparameter im Schweröl. Genau. Die titrieren Sie wahrscheinlich. Alles althergebrachte Analytik. Jetzt kommt eben der Biodiesel mit dazu. Und deshalb haben wir uns auch von Metrom den Ranzimaten angeschafft, Ach was. weil wir müssen ja auch die Alterung der Kraftstoffe messen können. Ja. Und da brauchen wir eben ein neues Gerät dafür. Das Methanol ist eben auch ein Kandidat, ist wasserlöslich und eben nicht öllöslich. Kann man auch nicht mit Diesel vermischen. Deswegen ist für Methanol eben auch wichtig, dass wir die Ionenchromatographie verwenden und schauen können, welche Ionen drin sind. Auch von Metrom. Auch von Metrom natürlich. Und bisher messen wir eben die Kühlwasser mit der Ionenchromatographie. Aber nachdem Methanol ja eben nicht mit Öl mischbar ist, sondern mit Wasser, werden wir das Methanol als wässrige Lösung auch in der Ionenchromatographie haben. Und somit müssen wir mit unserem ganzen
Maschinenpark im Labor uns auch natürlich den neuen Herausforderungen stellen. Ja, 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 ja. Und die Parameter wären was mit der IC dann? Was ist das dann mit? Sulfat zum Beispiel, Sulfat, Chlorid, irgendwelche Rückstände, hauptsächlich halt die Anionen. Okay, okay. Die müssen wir mit der Ionenchromatographie machen. Da ist es momentan so, dass es eben für den Schifffahrtsverkehr neu ist und somit auch die Normung hier erst erfolgen muss. Sind Sie da beteiligt? Ich bin in sämtlichen Normungsausschüssen international mit beteiligt, weil maßgeblicher Motorenhersteller, Ja, wir haben einen Marktanteil von Richtung 50% bei den kleinen Motoren, was die Viertakter sind. Während bei den Zweitaktmotoren, also das sind die Motoren für die ganz großen Schiffe, Containerschiffe, da hat MAN einen Marktanteil Richtung 90%. Wow. Und auch mit denen, die werden in Dänemark geplant, die anderen in Augsburg, die Viertakter sind in Augsburg und die ganz großen werden in Dänemark geplant, aber in Südkorea und China gebaut. Okay. Und das ist dann mit der DIN oder welche Organisation Ich bin steckt? sowohl im DIN-Ausschuss als auch im ISO-Ausschuss. Okay. ISO ist weltweit und das Spiegelgremium ist dann eben der DIN-Ausschuss in Deutschland. Okay. Da hatte ich erst am Montag die Normungssitzung dazu. Okay, und die und nächste internationale ist in London im Juni. Okay, und das dauert aber noch ein Weilchen, bis die kommt, die Norm, oder? Es gibt einen Draft gibt's mittlerweile, also einen Entwurf. Und wir sind eben aufgefordert, den Draft, der jetzt ausgearbeitet wurde, zu kommentieren und auch zu sagen, an der Stelle wollen wir noch was anderes haben. Und es wird dann eben die ganzen Kommentare gesammelt und in London wieder diskutiert. Und es geht dann tatsächlich um eine Methode für die Ionenchromatographie, unter anderem, oder? Unter anderem, ja. Wir schauen natürlich mit ICP, welche Metalle drin sind. Wir schauen hier unter anderem, der Schwefel kann ja als Sulfat vorliegen, er kann als Mercaptan vorliegen. Je nachdem ist es noch nicht klar, was hier alles genau bestimmt werden muss. Aus Korrosionsgeschichten eben eventuell der Chloridanteil, den man mit der Ionenchromatographie bestimmt. Oder organische Säuren spielen natürlich eine Rolle. Wenn ich bei Methanol bin, ist die Ameisensäure nicht weit als Oxidationsprodukt. Und das Oxidationsprodukt muss natürlich auch überwacht werden. Und eventuell muss man da auch mit der Säule dann entsprechend nachjustieren, dass man die Ameisensäure auch wirklich als Peak schön sieht und dass der nicht im Fluorid untergeht. Ja, okay. Hochspannend, wusste ich jetzt auch nicht so. Und vielleicht, wenn Sie jetzt am Schluss nochmal in zwei oder drei Stichworten zusammenfassen würden, für was steht der Name Metrom für Sie? Der Name Metrom steht für mich. Ich bin schon seit einigen Jahren im Geschäft, seit Richtung 20 Jahren, für Verlässlichkeit vor allem. Die Metrom-Produkte gehören vielleicht nicht zu den günstigsten, aber zu den sehr verlässlichen. Und das zahlt sich im Laboralltag auf jeden Fall aus, weil die Geräte halt erfahrungsgemäß laufen und relativ wenig Ärger machen. Und man hat genügend Geräte im Labor, die immer wieder Ärger machen. Und da ist man froh, wenn man eben auch ein paar hat, die ganz brav vor sich hinlaufen und ordentliche Werte machen. Und das nächste ist natürlich der Service. Ja. Das ist ein Riesenvorteil, dass Metrom da viel mehr, wie ich das von anderen Firmen gewöhnt bin, die im Service sehr viel sparen, eben nicht diesen Weg einschlagen und wirklich immer Ansprechpartner da ist, immer mal jemand fragen kann, der auch sehr qualifiziert dann sofort
Auskunft gibt. Man muss da also nicht monatelang auf eine qualifizierte Antwort warten, sondern oftmals habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass man anrufen kann und innerhalb von einer Stunde spätestens jemand absolut vom Fach am Telefon hat, der einen dann auch teilweise mit Aufschalten aufs Gerät direkt weiterhelfen kann. Also das ist ein Riesenvorteil, den die wenigsten Firmen bieten. Das ist schön zu hören. Dankeschön, Ja, Herr gerne, Tröster. gerne. Dankeschön, dass Sie den Weg zu uns Gerne. gefunden haben.